Sie ist in Memphis geboren, sie ist in Memphis aufgewachsen, auf Graceland. Irgendwie sieht man es ihr richtig im Gesicht an. Sie ist eine richtige Presley. Ja, to let you know how I'm related and who I am. My mother, Nash, and Elvis's father, Vernon, were brother and sister, so I'm a first cousin. And from the time I was 10 years old, I spent all of my summer breaks or vacations at Graceland. Then when I was about 14 or 15, Elvis took me, my mom, and my dad into the dining room at Graceland, and he said, "Aunt Nash, Laurel, we love having Donnie," which is what he always called me because he had a nickname for everybody. "We love having Donnie stay here, and so we want her to move in with us and be here with me and our grandmother Dodger. I'll send her to school, I'll buy her a car, and when she graduates from high school, I'll help her get into whatever she wants." Well, I'm sitting there and I'm thinking, yes, yes. My dad's okay with it. My mom says, no. She's my little girl and she's going home with me. But when I was 17, which was a couple of years later, Elvis bought the Circle G Ranch in Mississippi, and he asked my dad to go to work for him, overseeing both properties, Graceland and the Circle G. So we lived on the Circle G for 2 years, and then in 1969, when he decided to sell it, he moved us onto the grounds of Graceland, so we lived right behind the house. So I was in and out of Graceland every single day. So that gives you a little bit of background on me and my family and how I'm connected. So, on with the show. I'm going to have a seat. Okay, ich probiere es mal zusammenzufassen. I'll just try to translate a few short words. Oh, your English sounds really good. Well, I'll do my best. It's early. Nein, also, um das kurz klarzustellen, dass ihre Mutter und der Vater von Vernon waren Bruder und Schwester. Das macht sie quasi zum First Cousin, also zur Cousine von Elvis. Und als sie, how old were you when he asked you to live with him? Sorry? 14? I was 15. 15? Als sie 15 war, hat Elvis vorgeschlagen, dass sie doch einfach Graceland wohnen soll und damit einziehen. Und sie dachte, ja super, erst rein, Rock'n'Roll. Und dann hat ihre Mutter aber einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, nee, die Kleine kommt schön mit nach Hause wieder zurück. Und mit 17 hat Elvis dann die Circle G Ranch gekauft in Mississippi. Und dann haben sie eine Zeit lang da auf der Ranch gewohnt. 1969 wurde sie verkauft. Und ab da haben sie dann auf Graceland gewohnt. Und das war natürlich cool. Cool. Ich fange mal an mit einer Frage von meiner Seite. Mach ich das Deutsche und du übersetzt oder hast du eine Frage? Fange ich an. Okay. Also wir werden jetzt keine Diskussion führen. Meine Frage wäre die, wann hat Donna zum ersten Mal sozusagen festgestellt, da ist was mit diesem Cousin. Der ist irgendwer, der ist irgendwie berühmt, der kann was, die Welt ist eine andere mit dem. So when was the first time you realized that your cousin is Elvis Presley? Well, you know, that's funny because he's been famous my whole life. I mean, he started when I was 4 years old. So all I had ever known was that he was related, he was Elvis. But I didn't know how big he was until I was in the 5th grade. And a girl came up to me and said, "Would you touch my milk carton?" And I said, "Why?" And she said, "Because you have the same blood in you that Elvis has in him. So this is as close as I'll ever get." So I thought, wow, he's huge. Also Elvis hat ja angefangen Musik zu machen und seine Karriere loszulegen, als sie 4 war. Das heißt, für sie war das eigentlich immer ganz normal, dass ihr Cousin da irgendwie was mit Musik machte. Und als sie in der 5. Klasse war, hat dann ein Mädchen zu ihr gesagt, würdest du hier meine Milch anfassen?
Oder wieso soll ich deinen Milchkarton anfassen? Und er denkt, ja, weil du bist ja blutsverwandt mit Elvis und näher komme ich nie an ihn ran. Und da hat sie gesagt, okay, der scheint doch relativ berühmt zu sein. Gibt es Fragen von eurer Seite? Dann würde ich oder die mal runterkommen. Ihr könnt sich ruhig trauen. Hier. Okay. Magst du runtergehen mal? Okay. Sie kommt zu euch. A question from the audience. Okay, perfect. Here she is. Here she is. Dürften mehrere Fragen sein. So this is Katja. She has a question. Yes. Hello. Hello. How many years are between you and Elvis? How many years between me and Elvis? Yeah. 15. That was the question? Easy. Yeah. Thank you. That was 15 easy. years. Gibt es eine weitere Frage aus dem Publikum? Da, Maren, schau. Dame in Blond mit dem Ribbon. So Ute has a question, and she's asking about the last Elvis movie, not the Priscilla movie. Yes. Was it authentical? Was it as you know Elvis? You mean the movie with Austin Butler? Yes, correct. Okay. Was it real? Was it true? Yeah, like the. How much of it was true? Yeah. Okay. The premise of the movie was based on Elvis and his manager, Colonel Tom Parker. That part is very true. Colonel was very manipulative. He kept Elvis working all the time. Elvis wanted so badly to come to Europe and to be able to perform and have that energy between he and his European fans. We translate part to part Okay. here. Also der erste Teil des Films hat sehr viel mit der Realität zu tun gehabt. Es ging zwischen dem Colonel und Elvis, dass der Elvis sehr gepusht wurde vom Colonel und ihm sozusagen permanent mit Arbeit zugeschüttet hat. Yeah, okay. And then, so that part is very true about the Colonel. There were parts in it that were not true. The family, Uncle Vernon and Gladys, Elvis's mom and dad, were portrayed in a very poor light, and Elvis would have been furious about that because they were not like that at all. Uncle Vernon was a very strong, very manly man. He was not, they portrayed him as being weak and caring only about money, and that wasn't who he was at all. He loved Elvis with all his heart, and he was very strong and just wanted to take care of Elvis and make sure he was okay. Die Art und Weise, wie die Familie von Elvis in dem Film dargestellt wurde, besonders sein Vater Vernon, hätte Elvis sicher nicht gefallen, sagt Donna, denn Vernon wurde ja in dem Film dargestellt, als wenn er sich wirklich nur am Geld orientiert hätte und als wenn ein schwacher Mann wäre, der nie jetzt wirklich mal seine Meinung gesagt hätte. Und so war er nicht, er war sehr warm und hat sich wirklich um Elvis auch gekümmert, und sie meinte, dass der Teil überhaupt nicht authentisch ist und Elvis auch nicht gefallen hätte. And there were people in the film that were portrayed as being more important in Elvis's life than they actually were, and people that were important in his life that were not mentioned at all. Ja, es sind Menschen vorgekommen im Film, Mitarbeiter von Elvis, die halt als sehr wichtig dargestellt wurden in den Filmen. Die sehr wichtig waren, sind nicht vorgekommen. Also diese Kritik gab es ja durchgehend, auch von der Linda etc. Ja. That's it. That's pretty much it. Yeah. Yeah, I know we can talk a lot about the We can movie. talk a lot about it, but it's yeah. good we get to it. Who was important? A good question. Who was That is important? a good question. His family was extremely important to him. He
He loved all of his family. He knew that we loved him before he was Elvis Presley, that we loved him just as Elvis, and not the legend, not the superstar, but the man. So his family was very important to him, and his faith in God was very important to him, and that was not betrayed. Seine Familie war ihm sehr wichtig, weil die ihn ja schon kannten, bevor er der berühmte Elvis-Weltstar war. Das war ihm sehr wichtig, dass er da immer quasi den Rückhalt hatte von seiner Familie. Und natürlich sein Glaube zu Gott war ihm sehr wichtig. Und das kam in dem Film auch zu kurz manchmal. Das wurde nicht wirklich angesprochen. Da schließe ich mich gleich mit einer Frage an. Viele Verwandte, oder einige Verwandte von Elvis leben ja noch. Und zwar Billy Smith zum Beispiel, der ja wirklich von Beginn bis zum letzten Tag mit Elvis zusammen war. Da möchte ich wissen, ob die alle noch Kontakt haben untereinander, weil nachdem Elvis gestorben ist, wurde sozusagen ein paar Jahre später seine Familie bis auf Priscillas Seite waren alle weg, sozusagen. What about the rest of the family of the Presley family, or Smith side? Die Smith side ist die Familie von Mutters Seite von Elvis. Are you still in touch with them? You're meeting each other? You call Billy sometimes? Or? Occasionally I'll run into him. It's not very often, but usually around Elvis Week in Memphis, the anniversary of Elvis's death, there's always 10 days that they do a lot of everything for Elvis, you know, and so you'll run into them occasionally at that time. Yes. But Billy was extremely important in Elvis's life. They'd been together since they were children, so he grew up, he was with him, spent every day just about with him. Also Billy Smith, der war bis zum Schluss einer der engsten Vertrauten von Elvis, den immer in der Elvis-Woche, wenn um den Todestag von Elvis dann die ganzen Feierlichkeiten sind, meistens treffen sie sich dann und sprechen miteinander und so ist der Kontakt dann immer noch gegeben, dass dann die Seite von Vernons Familie mit der Seite von Elvis Mutter, mit der Smith-Seite, dass die noch in Kontakt sind. That sounds nice. Okay. That sounds nice. Yes. Yeah. Very nice. And you promised me you will call Billy when you're back. I promise you I will call Billy when I get back. André, hast du eine Frage? Du tust ihn so toll übersetzen. Macht er toll, oder? Well, if I get my math right, I mean, during the 70s you were in your 20s, so did you have a tour with Elvis, and if so, how was it? No, I actually didn't. I didn't work with him at all. I saw him at home at Graceland. We were family, so I didn't work with him or tour with him at all. And you know, I always wanted to go to Las Vegas to see Elvis perform, but I was in my late 20s, or in my 20s, and I had 2 children, so I stayed at home, and I kept thinking, next time, you know, I'll be able to go and see him. But unfortunately, I ran out of next times. Also ich habe gefragt, ob sie in den 70er Jahren mit Elvis mal unterwegs war auf Tour, aber sie hatte 2 kleine Kinder in der Zeit und hat dann immer gesagt, naja, dieses Vegas-Engagement schaffe ich nicht, aber nächstes Jahr vielleicht. Und dann wurde es immer weiter aufgeschoben und irgendwann war es natürlich zu spät dafür. But did you ever see him perform live in Memphis when he was in Mid-South Coast? Many times, yes. I went, as a matter of fact, I went to Houston when he performed at the Astrodome. I went to Florida. I saw him in concert many times, but I always wanted to see him in Vegas, and it just never happened. Also sie hat ihn viele Male live gesehen in Houston und in Florida, aber nie in Vegas, da war sie nie mit. So what was the difference when you saw Elvis live on stage with this huge orchestra and being with him at home when he was sitting on a piano? I mean, that's our imagination. Wir stellen uns vor, Elvis zu Hause hat ja, wie man weiß, nicht Rock'n'Roll gesungen, aber eher Gospelmusik. Wie war das? How was it when Elvis was at home? He was sitting with your grandma and singing gospel, and then Vernon came, or the whole family sang, or how was the situation? I mean, Elvis always had family around and friends as well. So when we were all at home at Graceland just hanging out, he would go to the piano
and he would sit down and he would sing gospel songs because that was his favorite music. He grew up in church. He learned how to sing in church with his mom and dad and other family members, so that was always his favorite. Now, if you had a special song you liked, he would sing it for you, but it was always gospel, you know, when he was doing it just on his own. Just Never sing Hound Dog at home. I don't think anybody ever asked for that one. But he did sing From a Jack to a King for my dad once because he found out it was my dad's favorite song. Yeah. So, Also zu Hause hat Elvis meistens Gospelmusik gespielt am Klavier und es waren natürlich immer viele Leute da, Freunde, Familie, und dann wurde Gospelmusik gespielt, weil das die Musik war, die natürlich Elvis als erstes zur Musik überhaupt inspiriert hat, weil er mit seinen Eltern immer in die Kirche gegangen ist. Und, aber wenn man ihn gebeten hätte, einen bestimmten Song zu spielen, dann hätte er das auch gemacht. Und als er herausgefunden hat, dass Vernons Lieblingssong Did I say something wrong? Als er herausgefunden hat, dass Vernons Lieblingssong From a Jack to a King ist, hat er den dann auch natürlich gespielt für ihn, als er dann wusste, dass der den so feiert. My grandmother's favorite gospel song was Peace in the Valley. And so a lot of times he would go in her room and take her by the hand and take her into the music room and sit her down on the couch, and he would play and sing Peace in the Valley just for her. Very special. Also der Lieblingssong der Großmutter war Peace in the Valley, und was er öfter gemacht hat, ist, dass er dann in ihr Zimmer gegangen ist und sie an die Hand genommen hat, sie ins Wohnzimmer geführt hat und sich dann ans Klavier gesetzt hat und für sie dann Peace in the Valley gespielt hat. That's a story. Yeah. I didn't know that. Yeah. So you had the same grandmother, which is super nice because I know how important grandmothers can be. Yes. And she was very important for Elvis. Oh, extremely important. She had been there his whole life, you know. So he brought her also to Germany. Yes, he did bring her to Germany. Because I saw the pictures. Yes. On his first days in Yes. Germany, Uh-huh. his grandmother was Yeah. with him, his father and his grandmother. So what did Elvis say about Germany, about his days in Germany or his life in Germany? Did he talk about that? Well, sometimes, yeah, I mean, he loved Germany. Also habt ihr die Frage verstanden? Also Elvis, die Oma war halt sehr, sehr wichtig für Elvis, so wie es für die meisten von uns ist. Die Großmutter sind halt sehr enge Bezugspersonen, so war das auch für Elvis. Und wie er seine Army Days in Deutschland verbracht hatte, war seine Oma mit vom ersten Tag an. Seine Oma und sein Vater und ein paar Freunde. Da gibt es die Fotos aus Bad Homburg von der ersten Pressekonferenz und Meeting. Das ist schon seine Oma, und das eben auch die Oma von der Donna ist. Darum habe ich gefragt, wie war das, was hat Elvis über Deutschland erzählt? War das ein Thema für ihn? His time in the service was very important to him. The military has always been very important to him. His love and faith of God, his love of family, and his love of his country. And if you've ever watched him sing American Trilogy, usually he has tears running down his face, and he sings it with such passion and such love that you can actually feel it and see it in his face. Also Deutschland, er hat da immer mal wieder von erzählt, aber seine Zeit in der Army hat ihn natürlich auch geprägt, und er war auch stolz darauf, was für sein Vaterland getan zu haben, und überhaupt seine Liebe zu seinem Vaterland hat sich dann natürlich ja auch in den 70er Jahren gezeigt, wenn er den Song American Trilogy gespielt hat, und dass er manchmal auf der Bühne selber so ergriffen war, dass ihm dann beim Singen die Tränen gekommen sind. Being in Germany was the one time that he was actually got to be with his European, fans a little bit. So he enjoyed that very much because he always wanted to come to Europe. Und natürlich war, als er in Deutschland war, die einzige Zeit, die er mal außerhalb der USA war, und er hat es sehr genossen, mal mit seinen europäischen Fans Kontakt zu haben, und einer seiner großen Wünsche war ja, dass er irgendwann mal zurückkommt auf Tournee, was ja leider nie passiert ist. Did your grandmother tell you something about Germany? She liked it, or she hated it, or No, she was cooking, she learned how to cook sauerkraut? Or? Well, I don't know about sauerkraut.
But in the house that they stayed in, there was a lady there that, they would cook together, and, they didn't exactly understand each other, their languages, but they found a way to communicate. And she really actually enjoyed it. She loved being here. She loved being with Elvis, and, so yeah, she loved it. It was amazing. She liked it. Da haben die Deutschen ein Glück gehabt. Müssen wir das übersetzen? Okay. Okay, also die Frage war, wie es der Großmutter in Deutschland gefallen hat und ob die nochmal davon erzählt hat, und ihr hat es auf jeden Fall sehr gefallen, und es gab also keine, dass sie gesagt hat, so, nee, da will ich nicht nochmal hin, das gefällt mir gar nicht. Aber sie hat jetzt nicht angefangen, Sauerkraut zu kochen oder solche Sachen. So weit ging die Liebe dann nicht. Gibt es eine weitere Frage? Hier, Marvin, der Herr mit dem weißen Hemd und Brille, der beide Daumen in die Höhe. Hier ist er. Ich wollte mal fragen, womit er sich beschäftigt hat, wenn er nach den sicher anstrengenden Shows einfach mal zur Ruhe kommt. Hobbys oder irgendwo etwas im Alleinsein. Wo war seine Lebenstag? So he's asking what Elvis did after his shows, if he had any hobbies or what he did when he was maybe alone or to find his inner peace. What he did after the shows? Yes. He did the whole day in Graceland home when he came back from the tour. Well, usually he slept during the day. We don't have to translate this, right? And then he would get up around 3 or 4 or 5 o'clock in the afternoon, and that's when his day would begin. And, like I said, he would sing gospel music. He would ride go-karts. He loved riding horses, so he would do that. And he loved shooting fireworks, so a lot of times we would do only he would shoot them at each other. So you need to explain that. Also er hat gerne mit dem Feuer gespielt. Aber er hat immer so Competitions gemacht, sie haben gegeneinander Feuerwerkskörper abgeschossen. Ja. And so he would shoot them. Us ladies would stay out of the danger zone, and the guys would shoot fireworks at each other. Die Damen durften sozusagen aus der Gefahrenzone draußen bleiben, aber alle Männer in Graceland mussten gegeneinander kämpfen. Yes. A couple of times he almost burned Graceland down, and the fire department had to come out. Also einige Male was so weit, dass Graceland abgebrannt wurde und die Feuerwehr kam. And so they would get autographs and then they'd go back home. But Wir haben dann Autogramme bekommen und sind nach Hause gefahren. I always loved coming to Graceland. Die Feuerwehr hat es geliebt, nach Graceland zu kommen. He would go to the movies. And Kino? Yeah, he went to movies and to Libertyland because he loved to ride rides. Libertyland, I don't know, in Wien ist es der Wiener Prater. How do you say that in German? Carnival. Vergnügungspark. Vergnügungspark, ja, genau. So he lived as ordinary a life for him as he could. Frage beantwortet. Also es war nicht, in Wien sagen wir Fahrt, in Deutschland sagt man, es war nicht langweilig auf Graceland mit Elvis. Gibt es eine weitere Frage? Hier, ja. Ich wollte mal fragen, ob Sie auch singen können und wo Sie als Familie zusammengekommen sind, ob Sie da zusammen gesungen haben und was Sie gesungen haben. So she wants to know if you can sing, and if you lived in Graceland, if you all together were singing when you get together with the whole family, and what did you sing? Sometimes I sing, yes. Sometimes, yes. But can you sing? I guess it depends on who you ask. Yes, Donna can sing because when we're on tour, Donna also supports our background girls. So, She's also dances. Also wenn wir auf Tour sind, begleitet die Donna unsere Background-Sängerinnen auch manchmal mit ihrem Gesang. Also ja, sie kann singen und sie singt manchmal, wenn wir irgendwo hinfahren im Auto, die ganzen Elvis-Lieder mit. She's giving answers instead of you, which is well, great. thank you. Go home. She said you can sing, and when we drive
the car from show to show. Yeah, You sing all the time, that's what you said. yes. So, Thank you. We will record it. yes, we will. Gibt es eine weitere Frage aus dem Publikum? Sonst gebe ich die nächste Frage Ja, unserem ja. André an. Halt, Moment. Ja, halt. Hi. Hi. I would love to know what Elvis' humor was like. What was he laughing about? And did this change over the years, especially after the tragic loss of his mother? How did his character change, and how does his humor change? And what things did he laugh about? And did he laugh a lot when he was in private? I think she asked me what else was like after the death of his mother. First, how was the humor of Elvis? Oh. Was he a funny guy? Did He was make a lot of extremely funny, fun? yes. I mean, he was hilarious. He really was. He loved practical jokes, and he, would pull them often on the guys. He had a melodic, beautiful laugh. I mean, if you heard Elvis laugh, it was like listening to music, and you had to laugh too because it was just infectious. And yes, he did laugh. He had a sadness in him after he lost his mother that never really went away. But when you lose a loved one like that, it's like when we've lost Elvis. We're sad, and but we keep him in our hearts, and so he lives forever in our hearts. And that was the way it was with his mother. But yes, he laughed often, and he enjoyed laughing. He loved jokes. He loved just great music, great talent, and so yeah, he had a good life. Yes. Also es wurde schon viel gelacht auf Graceland. Natürlich hatte Elvis auch eine traurige Seite, besonders nachdem seine Mutter gestorben war. Aber eines seiner größten Dinge war immer, dass sie sich gegenseitig reingelegt haben und Streiche gespielt haben. Und Donna hat eben gesagt, dass wenn Elvis gelacht hat, dann klang das wie Musik. Also es war sehr ansteckend und er hat wirklich viel gelacht. Und also es wurde viel Unfug auch betrieben und die Jungs haben sich selber reingelegt und Späße miteinander getrieben. Donna, you lived in Graceland until 82? Well, actually, I lived there until I married in the 70s, but my mother and dad lived there till 1982 when they opened it to the public. 82. Yeah, but I was there every day. You were there, okay, so you did not sleep there, but you were there. Correct. But you were working in the back office for Vernon, or you helped him out? Or? I did, yes. In 1979, January of 79, I started working for Uncle Vernon in the office. And my desk was right next to his, and so I answered fan mail. And I worked in the office there until they opened it to the public. Also sie hat dann von 79, Yes. ja, von 79 bis 82, von 79 bis 82, bis sie Graceland aufgemacht haben im Backoffice. Wer schon in Graceland war, kennt das Büro von Vernon. Das war damals normaler Betrieb dort. Dort hat sie dem Onkel Werner mitgeholfen, mit der Fanpost zu bearbeiten. Und bis zum Zeitpunkt, wo dann Graceland Open war für alle anderen, war sie dort. Das war dann auch. That was the time his family get kind of kicked out. Let's say. Kind of pushed out, yeah, Yeah. sure, yes, Ja, it was. das war dann der Zeitpunkt, wo sozusagen die ganze Presley-Familie mehr oder weniger am Grundstück nicht mehr erwünscht war und Priscilla took over the Yes, control. Priscilla took over. Yes. So you like it? Do I like Priscilla? Wrong question. Manche Fragen sollte man nicht stellen. But I know the story because Priscilla was there, you were there, Yes. and you started to give autographs to fans, and she did it. She didn't like that, yes. Also, es sind so manche Geschichten, wenn wir halt so unterwegs sind. Das war dann die Zeit, wie Graceland aufgemacht wurde und Fans erkannten sie als eine Presley oder eine der Presley-Familien. Und sie hat dann halt Autogramme gegeben, weil sie gefragt wurde. Und das hat der Priscilla einfach nicht gefallen, auf Deutsch gesagt. Und so wurde halt so nach und nach die Familie zurückgewiesen und dann war nur mehr oder weniger Priscilla, die da geherrscht hat in Graceland. Yeah, she called me inside Graceland and asked me why was I signing autographs. She said, I don't even sign autographs. And that's
when I got upset. So I stood up. When I did, my chair went flying across the room, and I stood and I said, Priscilla, I was born a Presley and I will die a Presley, which is more than I can say for you. So. Okay, that was it. Okay. Also sie hat Autogramme geschrieben für die Fans und dann hat Priscilla sie nach Graceland reingerufen und hat gesagt, warum schreibst du da Autogramme, was soll das? Und dann hat sie gesagt, hör mal, ich bin als Presley geboren und ich werde als Presley sterben, das kann man von dir jetzt nicht behaupten. Und dann gab ein Wort das andere und so sind sie auseinandergegangen. Ich habe hier nicht so eine Frage. Gab es auch Situationen, wo Elvis gesagt hat, bis hierher und nicht weiter? Were there situations where Elvis said, stop, from this moment I cannot handle it and I'm not going to do it? No. I mean, all of us that we've ever had a job, no matter how much we love it, there are times you think, oh, I'm tired, maybe maybe I don't want to do it, but I mean, it was born and bred in him. He knew that this was something he had to do. It was his life, it was his legacy. I think everybody gets tired sometimes of doing what they do sometimes, but he never once wanted to quit. It was always how to go out there, how to make it better, how to do better, what can I do next to keep it going. So, no, he never really wanted to quit, no. Also er wollte eigentlich, also aufhören wollte er nie, er hat sich immer gefragt, wie kann ich die Show verbessern, wie kann es weitergehen, wie kann ich meinen Fans noch mehr geben. Und es gab eigentlich nie die Situation, dass er gesagt hat, mir reicht's jetzt, ich höre auf oder mach was anderes oder so. Ist die Frage beantwortet? Okay. Donna, you told me this nice story, I think it was yesterday or the day before yesterday, when your first baby was born. Yes. And Elvis came to see you and your baby. I mean, that's a great story. Yeah. Would you tell us this? Oh, of course. My son was 3 months old, my oldest son, and so I took him to Graceland to introduce him to my grandmother. And he was laying on the bed in our grandmother's room, and I was sitting there talking to our grandmother, and Elvis and Linda Thompson walked in from the pool. Elvis comes. Ja. Okay, also, ihr Kind war 3 Monate alt und dann wollte sie das natürlich ihrer Oma zeigen und ist damit nach Graceland rausgefahren. Und das Kind lag gerade auf dem Bett, als Elvis und Linda Thompson vom Pool reinkamen. So he walks over to me and, pats me on the head. Hey, Donnie, which is what he called me. How are you? And I said, great. And he looks at my baby and he said, and who is this? And I said, it's my son. Also Elvis kommt rein und sagt, klopft sie auf den Kopf und sagt, hey Donnie. und hat dann das Baby gesehen und hat dann sich das Baby angeguckt und gesagt, oh, wen haben wir denn da? So he said, may I pick him up? And I said, of course. So he picks him up and takes him and sits down with him and he's bouncing him on his knee. Und Elvis fragt dann, oh, darf ich das Baby halten? Und dann sagt sie, natürlich darfst du es halten. Und er nimmt das Baby und setzt sich hin und setzt es sich auf den Schoß und bounce it, ja. Also so ein bisschen auf seinen Beinen. Da wird so heiti-teiti gemacht. Etwas sehr frei übersetzt, aber ihr wisst, was ich meine. So, he said, well, what's his name? And I said, Stacy Aaron. And he just stopped. And he said, Aaron? And I said, yes. That's my name. And I said, I know. I named him after you. Und er hat dann gefragt, okay, wie heißt du denn? Und dann hat sie gesagt, Stacy Aaron. Und in dem Moment hat er dann quasi mit dem Wiegen des Kindes aufgehört und hat gesagt, Aaron, aber so heißt doch ich. Und dann hat er gesagt, ja klar, ich habe ihn nach dir benannt. So he said,
tears came to his eyes. And he said, he didn't want to get emotional, so he said, okay, how do you spell it? And I said, A-A-R-O-N. And he said, that's right, that's how I spell it. Okay, und Elvis war dann so gerührt, dass ihm die Tränen kamen, aber er wollte dann eigentlich das so ein bisschen unterdrücken und hat dann gefragt, okay, aber wie schreibt ihr das? Und dann hat sie es buchstabiert, A-A-R-O-N, und dann hat er gesagt, ja, das ist genau richtig, so werde ich auch geschrieben. So to let you know how Elvis felt about family and keeping all of us close to him, he looks down at my 3-month-old son and he says, okay, Stacy, when you get to be 18, you come see your cousin and I'll put you to work. Und dann hat Elvis gesagt, hat er an sein 3 Monate altes Kind angeschaut und hat gesagt, okay Stacy, wenn du 18 bist, dann kommst du zu mir und dann habe ich Arbeit für dich und du arbeitest für mich. Also das war für ihn sehr wichtig, dass er seine Familie auch quasi, dass es klar war, die können auf ihn zählen und er versorgt. That's a nice story. It is a nice story. How old is Stacy now? 50. He's 50. He's 50. Okay, der kleine Bub ist jetzt 50 Jahre alt in der Zwischenzeit. Ja. Wir waren ja vor 2 Monaten auf der Elvis Cruise, die wir immer organisieren. Und das war wirklich für uns so eine Geschichte, weil da haben sich jetzt Menschen getroffen, die sich jetzt Jahrzehnte nicht mehr gesehen haben. I'm talking about the cruise, Yes. which we did a couple of weeks ago, and it was the situation that you met people that you never met, I don't know, 20 years, 30 years, 40 years. Yes. Und es war dann lustig, dieses Zusammentreffen zwischen Linda Thompson und der Donna, die eine Zeit lang gebraucht haben, weil die Linda, sie war damals eher ganz eine junge Dame, die ist aus ihrer Erinnerung so ein bisschen schon weg gewesen. Und das ging dann so nach und nach, wow, it's a family meeting on the cruise. So I'm just talking about when you and Linda met each other after so many years. Yeah. So what was your impression with Linda and Elvis? Was war Ihr Eindruck über die Beziehung zwischen Linda Thompson, die ja für alle Elvis-Fans eine der tollen Freundinnen und Wegbegleiter von ihm waren? Was ist Ihre Wahrnehmung von der Zeit? Actually, in my opinion, Linda was one of the true loves of Elvis's life. She was a Southern girl. She was brought up the same way, and she adored him and he adored her. So I love Linda. The whole family loved Linda. Yes. Okay. Also die ganze Familie mochte Linda sehr und Donna sagt, dass Linda eine der wahren Lieben in Elvis' Leben war. Sie war auch aus dem Süden, genau wie er, und die hatten den gleichen Background und dadurch gab es eine Connection und die ganze Familie war begeistert von Linda. She will always be part of the family. Und dass sie immer ein Teil der Familie sein wird. Yeah, because she was in touch with Lisa all the time. I remember that sie war in Kontakt mit Lisa, weil Lisa war sehr eng, also die war eine tatsächliche Bezugsperson zu ihr. Gibt es eine weitere Frage aus dem Publikum? Ja, hallo. Hier. Yes. Hallo. Ich wollte mal fragen. She's wearing the right T-shirt. Yeah, the right one. Die Beziehung von ihm zu Priscilla in jungen Jahren, wie die war, also als Elvis Priscilla kennengelernt hat, als Lisa Marie geboren wurde, wie war die Beziehung von ihm zu Priscilla? Von Elvis? Nee, von Donna zu Priscilla. Wie kann ich mir das vorstellen, wurden damals noch, dann als Lisa Marie da war und jeder so seine Familie hatte, trotzdem noch zusammen, weil sich Geburtstage gefeiert hat, man sich so wie familiär halt hin und wieder doch regelmäßig gesehen oder auch nicht, ob da Zeit für war, ob man es getan hat. So she wants to know how the connection or the relationship between you and Priscilla was when Priscilla came to Graceland when she was a young girl, and also after everyone had his families, like you had your husband and Elvis had Lisa. Did you all get together and celebrate birthdays or Christmas or special occasions together?
or were you all separated, or were you still gathering together? No, we always, we'd get together like at Thanksgiving, Christmas, things like that. Yes, we sure did. Always. Is that the question? Okay. That was a fast answer. Yes, but also how was the relationship to you and Priscilla? When I In was the younger? beginning, yeah, when you were a young girl and Priscilla was a young girl. Okay, good. Actually, it was good. We would hang out together, and we would go places together. So it was good. I have a funny story. And you want to translate Funny that stories for? are always. Sie hat eine lustige Geschichte. She was raised Catholic, and I was raised Assembly of God. So we decided to go to each other's churches. So I went to the Catholic church with her, and I had never been in a Catholic church. So do you want to translate that? Also die Geschichte ist die, dass Priscilla katholisch ist und sie ist in der Assembly of God Church, und dann haben sie sich irgendwann überlegt, die Mädels so, komm, jeder geht mal mit in die Kirche des anderen, und sie ist dann mit Priscilla in einen katholischen Gottesdienst gegangen. So we sat down in the Catholic church, and as I said, I've never been in one before, and I said, oh wow, they have a footstool. And she said, that's not a footstool, it's a kneeling bench. Did you understand that? Yeah? Okay. Okay, so then we went to my church, which was Assembly of God, and we were sitting on the back pew, or seat. And there were some teenage guys that were sitting down on the same pew as we were. And one of them wrote Priscilla a note and asked her if she'd like to go to the movies. Also sie saßen hinten in der letzten Reihe in ihrer Kirche, und da saßen auch ein paar Jungs, und einer hat dann irgendwann Priscilla einen Zettel zugesteckt und hat gefragt, ob sie mit ihm ins Kino gehen will. So she wrote back, thank you, that's very flattering, but I'm seeing someone. Sie hat dann zurückgeschrieben, Dankeschön, ich fühle mich sehr geehrt, aber ich habe schon einen Freund. So we figured probably the movie would have been an Elvis movie anyway. So we laughed about that all the way home. But yeah. Und sie dachte, der Film, zu dem er mich eingeladen hätte, wäre wahrscheinlich eh ein Elvis-Film gewesen. Und das war für die Mädels, haben dann ihren Spaß gehabt damit, dass sie halt in der Kirche angegraben wurde. I often wonder if he ever found out who she was. Und sie hat sich bis heute gefragt, ob der Typ jemals rausgefunden hat, wem er da eigentlich den Zettel zugeschickt hat. Probiert hat zu daten. Also funny story. It is Never funny, heard yeah, that. it's good. Gibt's hier junge Dame in Blond. Blondes have more fun. Wie war zum Schluss noch die Beziehung vom Elvis zur Priscilla oder zur Lisa Marie? Haben die viel Kontakt gehabt, oder war überhaupt dann ein Kind? Yeah, so she wants to know how was the relationship in the end with Priscilla and also to Lisa, between Elvis and his daughter and You mean Elvis and nach der Scheidung? Yeah, after the divorce. So how was the connection, the relationship between Elvis and BP? Well, Lisa, he absolutely adored her. As a matter of fact, she would come and stay a lot at Graceland, after the divorce, and she was actually there on the day that he died. But yeah, they were very, very close. Elvis and Lisa were always very close, and he loved her with all of his heart. As far as Priscilla and Elvis, they kept friendly terms, for Lisa's sake. Also Elvis und Lisa waren natürlich sehr eng. Ich meine, sie war seine Tochter, und die hat dann auch längere Zeit immer wieder ihre Ferien auf Graceland verbracht und alles. Also da passte kein Blatt Papier zwischen, und mit Priscilla war es dann so, dass sie einen freundschaftlichen Umgang hatten, weil die natürlich eine Tochter zusammen hatten und die erziehen mussten. Time is over. 3 more minutes, I would say 3 more last minutes. question. 3 minutes. It went fast. Okay, eine letzte Frage aus dem Publikum haben wir noch. Der Konrad möchte gar nichts wissen.
Konrad, bei dir möchte ich mich wirklich von ganzem Herzen bedanken, dass wir die Möglichkeit hatten, an deiner tollen Cruise teilzunehmen, von den Firebirds. Wir haben viel gelernt von euch, ihr macht alles richtig. Wer Lust, Laune und Zeit hat, wir sind noch einmal im Januar unterwegs. Wir machen nur eine kleine Tour. Glendy kommt noch einmal, Glendy Hart. James leider nicht mehr. Wir haben noch Terry Blackwood mit und Larry Strickland wahrscheinlich, die Holiday Sisters, die die ganzen 69er Sessions eingesungen haben in der Gerda Suspicious Minds. Donna Rhodes wird bei uns sein und Donna Presley. Wir haben einen Termin in Deutschland, der wird in Bad Homburg sein, in diesem berühmten Hotel, das jetzt in Steigenberger ist, wo Elvis seine allerersten 3 Tage verbracht hat mit seinem Papa, ihren Onkel und der Oma, ihre Oma. Also wer Lust und Laune hat, da gibt es Flyers, kommt vorbei. Wenn ihr keine Zeit habt, dann geht es alle zum Rock'n'Roll Festival der Firebirds, ganz wichtig. Ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank beim André für die tolle Übersetzung, Dankeschön. Danke bei meiner Mara, die uns immer so brav mithilft. Und natürlich bei Donna Presley, meine Damen und Herren.